Guten Morgen! Heute mal ein ganz anderes Setting. Ich bin nämlich bei meinen Eltern gerade im Restaurant und ja, bin nicht bei mir zu Hause und deswegen wird heute mal anders mit einem anderen Hintergrund gevloggt. Ich weiß, ich bin ein bisschen zu spät. Um genau zu sagen, wollte ich schon vor einer Woche den Vlog hochladen. Und da ich aber so viel unterwegs bin, oder war oder immer noch bin eigentlich, habe ich es einfach nicht geschafft, alles fertig zu schneiden etc. Vor allem, weil ich ja auch noch in London und Edinburgh war und da ist so viel Content entstanden. Es war ein bisschen crazy alles. Ja, fangen wir mal an und ich erzähle euch mal, was so ungefähr alles passiert ist. Ja, also letzten Monat, Anfang Juli, da hat der Sommer richtig angefangen. Es wurde richtig heiß und die Hitzewelle kam natürlich auch in die UK. Und als ich dann in London war, war es einfach nur unglaublich heiß. Und in einer Stadt wie London oder auch generell in Städte, wenn es dann über 32 bis 35 Grad ist, das ist sehr unangenehm. Und ich bin einfach, falls ihr das noch nicht wisst, ich bin einfach keine Sommerperson. Bin gar kein Fan vom Sommer. Ich mag Hitze leider gar nicht, beziehungsweise ich kann Hitze nicht so gut ertragen. Und weil ich es nicht so gut ertragen kann, fällt es mir einfach unglaublich schwer, im Sommer einfach überhaupt irgendetwas zu machen. Ich gehe meistens erst raus, wenn es so ein bisschen abgekühlt ist oder es sogar dunkel ist und die Sonne langsam untergeht. Aber ja, wenn man dann in einer Stadt wie London ist, wollte ich das natürlich ausnutzen. Bin natürlich nicht immer in London und das war auch schon, ja, das letzte Mal, dass ich in London war, glaube ich, auch schon 6 oder 7 Jahre her. Ich weiß nicht, das war nie so irgendwie auf meinem Radar und ich habe zwar Freunde dort, aber irgendwie war ich dann doch ein bisschen mehr weiter weg unterwegs, wie es halt immer ist, oder? Ja, dann, genau, es war ein bisschen alles chaotisch, weil an dem Tag, an dem ich geflogen bin, war auch der Ferienbeginn in Berlin, der Sommerferienbeginn. Ich habe irgendwie, ja, ich meine, ich bin Freelancer, ich bin selbstständig und kann selber entscheiden, wann und wohin ich fliege. Aber da passiert das mir. Ich bin eigentlich recht organisiert in bestimmten Aspekten, aber da muss ich sagen, habe ich einfach nicht dran gedacht, beziehungsweise hatte noch die bayerischen Sommerferien im Kopf, weil ich ja hier aufgewachsen bin und nur bayerische, also die Daten der bayerischen Sommerferien kenne. Und ja, und in Berlin die halt einfach viel früher anfangen. Also bin ich natürlich mit allen geflogen, die dann halt eben für die Sommerferien, wie auch immer, irgendwo hinfliegen. Und deswegen waren meine Schwester und ich unglaublich früh am Flughafen, haben am Check-in-Schalter, glaube ich, 2 Stunden gewartet, wo noch gar nichts offen war, weil wir natürlich auch, wie in den ganzen Nachrichten von diesem Reisechaos am BER, am Flughafen, natürlich auch wieder diese ganzen Gepäckausfälle etc., lange Schlangen und so gehört haben. Also waren wir halt super früh da. Ich habe durchgemacht, ich habe diesmal nicht geschlafen und das ist ein Fehler, den ich gemacht habe und nicht mehr machen werde. Ja. Ich habe nämlich durchgemacht. Ich habe vielleicht 20 Minuten genappt, aber das war jetzt nicht wirklich sehr erholsam, bevor wir losgefahren sind. Und da habe ich wirklich gemerkt, an dem Tag, als ich dann in London angekommen bin, nachdem ein bisschen echt viel Chaos am Flughafen war etc., aber haben es trotzdem zeitlich geschafft, habe ich dann einfach den Tag durchgemacht, bin mit Freunden essen gegangen, habe mich mit Freunden getroffen. Sightseeing hatte ich ja schon gemacht von vor 7 Jahren, aber wir sind so durch die Stadt gelaufen etc. Und es war dann doch schon, ach ja, und noch so ein Ding, ich konnte nicht früher ins Hotel einchecken, deswegen haben wir so ein bisschen länger in der Lobby gewartet. Es war super früh, ich habe dort auch nicht geschlafen, weil es natürlich komisch, ne, in der Lobby zu schlafen, aber wir saßen da halt einfach. Dann war es doch ein bisschen noch frischer. Ich glaube, das war der letzte Tag, wo es noch so ein bisschen angenehmer war. Und dann kam die Hitzewelle. Und das hat mich wirklich umgehauen. In der Nacht, in der allerersten Nacht, mir ging es so schlecht. Ich hatte so krasse Krämpfe, ich habe mich übergeben, es kam alles raus. Und ich habe mich wirklich
habe mir so gedacht, ob das vom Essen kam oder so, aber meine Schwester und meine Freundin haben das Gleiche gegessen. Genau, das 1:1 das Gleiche gegessen. Und denen geht's gut. Und normalerweise bin ich da gar nicht so anfällig, aber ich glaube, es kam wirklich vom ganzen Stress und vom wenig Schlaf. Da merkt man, dieser Körper ist keine 21 mehr. Ich bin definitiv alt geworden. Also ist für mich einfach in meinem Kopf so, okay, Schlaf. Schlaf ist super wichtig, alles. Jetzt ist das in meinem Kopf und ich mache nie mehr wieder durch. Wenn ich Schlaf brauche, brauche ich schlafen. Dann kann ich durchpowern etc. Aber ja, ohne Schlaf reisen und dann zum Airport hetzen etc. Machen wir nicht. Genau, also ich lag dann einen ganzen Tag, 1,5 Tage wirklich flach im Hotel. Wenigstens hat sich da das Geld gelohnt, würde ich mal sagen, dass ich so viel Zeit im Hotel verbracht habe. Meine Schwester hat auch Freunde in London, die hat sie dann dort getroffen etc. Also war es gar kein Problem. Ich habe eigentlich auch gar nichts gegessen, diese 1,5 Tage, in denen ich flach lag, nur Kamillentee und irgendwelche sehr traurigen Cracker, die meine Schwester im Supermarkt gefunden hat. Und eigentlich, ja, das war's dann. Danach ging es dann bergauf. Wirklich, ich konnte dann wieder einigermaßen besser essen etc. War richtig happy, dass ich auch was anderes als Kamillentee und Cracker essen konnte. Genau. Und London hat schon sehr, sehr Spaß gemacht. Aber ich muss schon sagen, der Pfund ist momentan ja so stark, dass es dann nicht so viel Spaß macht für den Geldbeutel. Aber das meiste Geld habe ich für Essen, Kaffee und Bubble Tea ausgegeben. Wie ihr schon auf Social Media, auf Instagram oder auf meinem TikTok übrigens, ich habe TikTok, kleiner Einschub, ich habe seit schon einer längeren Zeit TikTok, aber jetzt erstmal wieder ein bisschen viel mehr befüllt und ich glaube, da bleibe ich auch einfach mit meinem Food-Content. TikTok macht mir da so ein bisschen mehr Spaß als momentan Instagram. Das frustriert vor allem Content Creator momentan auf Instagram, dass der Algorithmus die ganze Zeit geändert wird. Beiträge Beiträge gar nicht mehr ausgespielt werden. Und ja, habe ich und ich merke einfach auf TikTok ist so ein bisschen freier. Ich kann da einfach kreieren und machen etc. Natürlich kann man das auch wieder professionell sehr groß aufziehen und irgendwie krass boosten, aber für mich momentan ist das ein bisschen mehr wieder Fun, so wie Instagram damals war, dass man einfach gepostet hat und nicht wirklich sich darum geschert hat, wie etwas aussieht, ob etwas gut ankommt oder wie auch immer. Ja, genau. Nun, wie ihr auf Social Media gesehen habt, habe ich super viel Food-Content gehabt. Ich bin eigentlich, nachdem es mir wieder gut ging, habe ich echt ganz schön viel gegessen. Vor allem Din Tai Fung. Din Tai Fung besucht. Das ist ja eines meiner allerliebsten, ja, mein Top-Restaurant. Also ich liebe Din Tai Fung. Es ist eine Kette aus Taiwan, falls ihr das nicht kennt. Die haben einen Michelin-Stern bekommen für deren Soup-Dumplings, deren Xiaolong-Baos mit Schweinefleisch. Und das sind Suppendumplings, die seht ihr dann noch im Vlog. Suppendumplings, die mit Brühe gefüllt sind und mit Fleisch. Und die sind einfach top. Die Küche ist offen, man sieht auch wirklich in der Produktion, wie die Leute die Dumplings per Hand falten und kneten und der Geschmack, das ist einfach der Hammer. Das ist eine Kette, aber ich finde auch in Ketten aus Asien, Südostasien, aber auch Ostasien, die sind so gut. Die kann man gar nicht vergleichen mit Western Food Chains, Restaurant Chains, sondern wirklich Din Tai Fung ist so gut. Jedenfalls, das hört sich schon fast an wie so eine Werbung. Ist keine Werbung übrigens. Ich bin großer Fan. Please sponsor me. Din Tai Fung hat nur ein Branch in Europa und das ist in London. Die haben vor einigen Jahren vor Corona, ich glaube 2 Jahre vor Corona aufgemacht und ich habe es einfach nie dorthin geschafft. Ich wollte immer, aber dann war ich öfters in Asien und wenn man natürlich in Taiwan ist oder wie auch in Hongkong und Japan gibt es Din Tai Fungs, dann war ich halt immer dort essen. Genau.
Nun, ich war mit Emma und VA dort. Die kenne ich auch schon super, super lange. Und ja, das letzte Mal habe ich sie auch, also Emma jedenfalls vor 7 Jahren, 6 Jahren circa in London getroffen. Und mit VA war ich in Beijing, Suzhou und Shanghai vor, wann war das, 2018? 2018, glaube ich, ja. Genau, also auch schon wieder 5 Jahre her. Nun, ja. Genau, jedenfalls war das so mein Highlight, deswegen habe ich es am letzten Tag von unserem London Stay, habe ich das eingeplant, habe da reserviert und die Schlange ist immer super lang, Wartezeit ist, wenn man nicht reserviert hat, auch immer so um die 1 Stunde und natürlich habe ich das alles online gemacht. Das ist ein großer Vorteil, dass man einfach nur online Tische reservieren kann und ein Traum. Genau, und oh Gott, haben wir es uns gegönnt. Wir haben insgesamt 72 Dumplings gegessen, die habe ich alle gezählt. Das ist gar nicht so viel, wenn man sich überlegt, für 4 Personen. Aber da ich ja noch leider ein wenig geschädigt war, wollte ich auch nicht zu sehr stopfen. Aber ich wünschte, ich hätte noch ein bisschen mehr gegessen. Vor allem jetzt, nachdem ich den Content edite und auch die Bilder bearbeite, denke ich mir jedes Mal, ach, ich würde das jetzt super gern einfach nochmal essen. Also ich liebe die Chili Wontons dort, mit Schwein natürlich und Shrimps. Und die Xiaolong Baos, die klassischen mit Schweinefleisch, als auch die mit Chili Crab. Und die sind so teuer, aber die sind so lecker. Das solltet ihr unbedingt probieren, wenn ihr dort seid. Genau, ansonsten habe ich auch einen neuen Favorite, nämlich Dishem. So ein iranisch, also das fand ich auch sehr verwirrend am Anfang, weil ich das auch nicht wusste. Es ist ein indisches Restaurant oder eine Kette jedenfalls, die aus London kommt und jetzt auch wirklich seit einigen Jahren, die haben mehrere Standorte. Und ich kannte es persönlich nicht, weil, wie gesagt, ich so selten in London bin oder in der UK. Aber es ist auch, als ich nach Tipps gefragt habe, haben mir viele Leute Dishem empfohlen. Und das ist kein Geheimnis mehr, aber für mich war das noch ganz neu und noch ganz unentdeckt. Die sagen selber, glaube ich, auf der Website Iranian Bombay Style Restaurants, weil damals halt es gab viele, ich weiß nicht, ob es noch gibt, aber es gab viele jedenfalls iranischstämmige Bewohner in Mumbai und deswegen gab es dann diesen Restaurant-Style, der sehr bestimmt ist, wie mit Interior und Co. Und ich fand das super. Ist schon, also ich meine, wie in London fast alles ist ein bisschen pricey, aber das Essen war so, so gut. Oh, ich liebe ja auch Lamm und auch generell indisches Essen und das war auch wirklich super lecker. Das Garlic Naan war richtig toll. Auch die Specials in den verschiedenen Branches. Wir waren im Shoreditch Branch und dort gab es Slow Roasted Lammhaxe. Das war so, so lecker. Kann ich jedem empfehlen und die Limonade ist auch sehr lecker und der Nachtisch, ach keine Ahnung, es war so eines meiner Favorites, wo ich auch sagen muss, dafür muss ich wieder nach London. Oh, jetzt wird es ein bisschen schwierig mit dem Gegenlicht. Das Wetter ist richtig toll hier im Allgäu gerade momentan, also ein typischer, richtig schöner Sommer. Jedenfalls. Genau. Meine Zeit in London war richtig toll, 6 Nächte dort und dann ging es mit dem Zug in nur 4 Stunden nach Edinburgh. Meine Schwester und ich waren noch gar nicht in Edinburgh, deswegen war das ganz cool, auch einfach mal so zu sehen und auch die Verbindung war super. Die Tickets waren richtig, also bezahlbar, ich glaube 40 Pfund inklusive Sitzplatzreservierung war das und genau, also wirklich machbar, richtig schön. Und als wir dann in Edinburgh angekommen sind, war das richtig schön, weil es war wie aus einer Kulisse. Und ja, das gibt es aber in einem separaten Vlog, da es wirklich sehr, sehr viel Content ist. Und ich möchte Edinburgh so ein bisschen mehr Plattform, mehr Space geben. Das wird euch sicherlich auch gefallen. Schottland liebe ich ja generell sehr und
Edinburgh ist wirklich eine unglaublich schöne Stadt, genauso wie man sie auf Bildern sieht. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Vlog. Vielen Dank für eure Geduld. Und wenn ihr Fragen habt oder Feedback habt, einfach gerne in die Kommentarspalte. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Mit Reis, geil. Und Plum-Sauce, nice. Ich wollte gerade Postkarten schreiben, aber tada, was gibt es als Midnight Snack? Oh. Die good old Instant Noodles, yummy. Aber keine Stäbchen, also müssen wir mit Teelöffeln essen. Well, ist auch okay. Korean Barbecue natürlich mit mir. Let's go! Ich habe nicht genug Salat bekommen, aber es kriegen wir gleich hin. So muss das sein. Richtig vollgestopft. Schön.
three times. Prawn and pork wonton. 3? Yeah, we like it. We love them. Yeah. Can we have 2 chili crab? 2 piece. Yeah. 2 times. Oh yeah, 10. 10 total. Yeah. Can we have 1 crab and pork? Crab and pork. Yeah. 10. 10. Yeah. 10. Yeah. And can we have 10 pork shallot? Schaut euch mal an, wie sie hier die Dumplings machen. Ich liebe den Taifung. Das ist eine Kette aus Taiwan. Und hier machen sie frisch. Man kann dann einfach direkt reingucken. Ja, oh mein Gott, I love it. Wie toll. That's it for now. Any allergies? No. Thank you. Yes. Okay. Cheers. Wow. It's a chili one. Chili, yeah. Okay. Hang on. Oh my god, it's really good. It's really Ready? Yes. Oh, wow. Oh my god. Keep the sound effect. This is what it's like. I love this one as well. Like, you have like an extra step for like dates. So cool. Wieder zurück zu Hause. Ich bin richtig happy. So nach 2,5 Wochen in UK ist schon viel los, aber nichts ist besser als im eigenen Bett zu schlafen. Und ich komme aber trotzdem nicht so ganz zur Ruhe, weil ich noch ganz schön viel zu tun habe, viel zu arbeiten und fahre jetzt schon gleich wieder weiter. Es geht nämlich nach München, ich besuche meine Familie, meine Schwester und dann geht es dann noch weiter ins Allgäu. Deswegen ist es auch ein bisschen chaotisch hier, wie ihr seht. Ich wollte euch noch mal ein ganz neues Outfit zeigen, was ich liebe. Das ist von Ultimate und dieser Look, liebe es. Das ist so ein bisschen strickartig, ein Rückkehr. Strick, das ist ein Oberteil und die passende Hose dazu und ich liebe einfach, wie unglaublich, also das fühlt sich so gut an. Ist ein bisschen dunkelblau, mitternachtsblau, sieht hier auch ein bisschen schwarz aus. Die Hose ist richtig schön, die Schuhe sind ebenfalls von Ultimate und genau, deswegen habe ich auch die ganzen Kartons da hinten. Ich werde diesen Look dann nochmal shooten und dann gibt es den auch auf dem Blog. Den verlinke ich euch dann auch noch natürlich in der Infobox. Ja, ansonsten habe ich Wäsche gewaschen. Ich habe hier, wie ihr seht, einfach komplett abgedunkelt, weil auch die Hitzewelle bei uns ist. Und ich wollte jetzt nicht, dass das hier total drauf knallt. Genau, ich habe Wäsche gewaschen, muss jetzt nochmal packen. Wollte auch ein bisschen kleiner packen. Schauen wir mal, ob ich das hinbekomme,
weil das Wetter in München bzw. in Bayern ist auch ganz schön heiß und ihr wisst, ich bin da nicht so ein Fan von, beziehungsweise ich kriege das einfach nicht hin. Und ja, dieser Look muss wahrscheinlich zu Hause bleiben, leider, weil ich bei dem Wetter das leider nicht schaffe. Auch wenn das echt toll ist und ich gerne so, ja, gerne so in Bayern, in München gerne so rumlaufen würde. Naja, ich glaube, war es das auch schon mit dem Vlog, weil der Monat ist jetzt auch schon wieder vorbei. Ja, crazy. So, ich bin heute mal wieder im Kino und ich schaue Chungking Express. Ich freue mich richtig drauf. Ich liebe Wong Kar-wais Filme und ja, juhu. Ich habe vor einigen Tagen ein Paket von Ben Jerry's bekommen und das sind die neuen Sunday Sorten und die habe ich zum Testen bekommen und ich liebe Banoffee. Also wenn die einen oder anderen wissen, Banoffee ist eines meiner liebsten Kuchen und jetzt haben sie auch ein Sunday Eis. Richtig, richtig toll. Ich habe einen schon verschlungen und das ist jetzt, ja, die zweite Portion, die ich jetzt esse. Man schaut euch an, wie toll das aussieht. Richtig, richtig lecker. Und ja, es gibt noch andere Sorten, aber ich habe jetzt nur die hier aufgemacht, weil das ist mein Favorite. Und meine Schwester ist zu Besuch, von daher, ja, why not? So, ich bin jetzt gerade bei einer Freundin, Mina. Hallo. So, zeig mal dein allerliebstes Teil hier aus deinem Pop-up. Ja, unseres Lieblingsteil. Das ist so schön. Das ist so besonders, die Farbe, die Cutouts. Ich muss mich immer abhalten davon, die ganzen Sachen selber mitzunehmen, weil ich alles selber so gerne mag. Aber ich muss ja auch was verkaufen. Das stimmt. Windbeutel gemacht. Hä, die sehen richtig geil aus. Wow, 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 wow. Gefüllt mit Sahne und Erdbeeren. Erstmal vietnamesischen Kaffee, das ist viel zu heiß. Ja, Björn und Sonja sind da drüben. Charlie schläft. Und ist das Licht ganz komisch? Oh.